Hallo Freunde und herzlich willkommen beim diesjährigen Weinschnitt. Wir schneiden die weiße Traube und die blaue Traube hier und dort hinten sind noch weitere 5 Reben. Bevor es mit dem Winterschnitt losgeht, möchte ich euch aber noch ein paar Eindrücke aus dem Sommer zeigen. Und der Wein hat ordentlich ausgetrieben und auch schon die Gescheine ausgebildet. Hier werden wir auf jeden Fall was anbinden müssen und auch ein paar Sachen ausbrechen müssen. Dann kommen auch noch die Schnabeltriebe weg, damit hier kein weiterer Austrieb erfolgen kann. Und hier oben ist aus unserem Trieb, den wir haben stehen lassen, nichts rausgekommen, sondern direkt am Grund, am Stamm. Das heißt, auch wenn ihr eure Weinreben bis runter auf den Grund schneidet, werden sie wieder austreiben, wenn hier genug Augen vorhanden sind. Hier oben sind jetzt nur noch 4 Triebe übrig, die stärksten habe ich gelassen. Auch hier kann ich dann im Sommer nochmal einkürzen, wenn die Trauben ausgebildet wurden. Und auch diesmal nutze ich zum Anbinden wieder diese praktischen Klettbänder. Wir haben das Ganze breit gebunden, damit die Trauben besser aushängen können. Wir machen hier keinen Burgrebenschnitt, sondern einen Spalierschnitt, weil die beiden Weinreben sehr dicht aneinander stehen. Und so haben sie trotzdem genug Platz, sich zu entfalten. Das hier ist übrigens die Larve von einem Marienkäfer und der frisst die ganzen Blattläuse weg. So wild gewuchert sieht die andere Seite aus und die bringen wir jetzt mal ein bisschen in Form. Und so sieht es danach aus. Ich habe hier jetzt, wie im Weinberg, die Triebe nach oben geheftet an einen Draht, den wir aufgehängt haben. Mal gucken, ob sich das dann besser verhält und wir dieses Jahr größere Früchte haben und weniger Mehltau. Guckt euch diese Traubenfülle an. Und hier unten geht's weiter. Das ist Wahnsinn. Und hier auf der anderen Seite, es ist alles voller Trauben. Guckt euch das bitte an. Hier, alles voll. Der Wein wächst fleißig. Der Mehltau hat dem Wein sehr zugesetzt. Wir haben diesmal mit einem milden Pilzmittel aus dem Laden gesprüht. Das Spritzen hat zwar geholfen, den Mehltau zu bekämpfen, jetzt sind aber auch alle Beeren Rosinen geworden. Die komplette linke Seite ist nicht befallen. Für mich stellt sich natürlich die Frage, ist das in der Pflanze drin oder haben wir die Hoffnung, dass das nächstes Jahr wieder besser wird? Liegt es an der Trockenheit? Woran hat es gelegen? Leider sind die Wespen unsere besten Gäste. Eine einzige Traube hat den Mehltau überlebt. Die ist hier unten und die werden wir jetzt gemeinsam ernten. Und jetzt geht es weiter mit dem Winterschnitt. Wir beginnen wie immer ganz unten. Durch das Ausbrechen im Frühjahr ist hier unten zum Glück nichts gewachsen. In dieser Etage haben wir 2 Haupttriebe. Das hier ist von der anderen Rebe. Und man kann hier ziemlich gut erkennen, dass das hier der Trieb ist, der vom letzten und vorletzten Jahr war. Und der hier derjenige, der neu gewachsen ist in diesem Jahr. Und diesen werden wir auch stehen lassen und diesen abschneiden. Der Trieb, den wir hier stehen lassen, wird außerdem auf 2 Augen zurückgeschnitten. Und weiter geht's in dieser Ebene. Hier haben wir auf der einen Seite den mittleren Trieb, der vom vorletzten Jahr ist, und diese beiden Triebe, die in diesem Jahr neu gewachsen sind. Und hier ist der Trieb vom vorletzten Jahr, der hat einen Neutrieb und hier ist ein ganz neuer dran. Ich muss mich entscheiden, ob ich den geraden, aber stammfernen Trieb behalte oder den schrägen, stammnahen Trieb. Der stammnahe Trieb ist der bessere und gesündere und er bringt wahrscheinlich die besseren Früchte. Und auch diese beiden Triebe werden jeweils auf 2 Augen zurückgeschnitten. Den Austrieb hier nehme ich auch in diesem Jahr wieder raus, weil er zu weit hinten gewachsen ist. Aber hier haben wir einen tollen neuen Austrieb bekommen, den ich in Zukunft fördern möchte. Auch der wird wieder auf 2 Augen zurückgeschnitten. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch in diesem Jahr die Triebe schon im Frühjahr gerade gebunden, damit sie jetzt einfacher zu schneiden sind. Hier
sind sehr viele rausgekommen auf einer Ebene. Aber hier kommt von der anderen Seite ein Trieb, den ich gerne dran lassen möchte. Und deswegen entscheide ich mich in diesem Falle gegen diesen Trieb und greife auf einen von hier oben zurück. Auf dieser Seite nehme ich natürlich den kräftigeren von beiden, der auch wieder auf 2 Augen zurückgeschnitten wird. Wichtig ist, immer sehr dicht am Stamm zu schneiden, um Pilzbefall vorzubeugen. Und wie immer möchte ich an dieser Stelle schon mal darauf hinweisen, was ich hier mache, ist kein klassischer Weinbergschnitt, sondern das ist ein Spalierschnitt, mit dem ich eine aufrecht erzogene Rebe einfach nur einkürze, damit sie im nächsten Jahr wieder kräftige Triebe bringen kann. Im Weinberg würde man einen solchen Wein komplett anders schneiden. Kommen wir jetzt zur obersten Ebene. Hier sind unfassbar viele Triebe gewachsen. Der hier ist zu weit unten, der kommt raus. Der ist zu klein, der kommt auch raus. Und von diesen 3 Trieben, die in diese Richtung gehen, werde ich nur den mittleren belassen, da er am kräftigsten ist. Und auch dieser Trieb wird wieder auf 2 Augen zurückgeschnitten. Und dieser Seitentrieb wird natürlich auch auf 2 Augen zurückgeschnitten. Und jetzt könnt ihr schon sehen, hier und hier sind 2 Triebe, die ich nach oben geführt habe. Jetzt ist natürlich die Entscheidung, welchen wir weiterführen. Mir gefällt der hier persönlich viel, viel besser als der, weil er hinten ist. Und deswegen nehme ich den hier auch noch raus und lasse den hier stehen, damit er hier oben im nächsten Jahr austreiben kann. Der wird auch noch angebunden, damit er weiter nach oben wachsen kann. Und damit ist der Schnitt der weißen Traube auch schon fertig. Wie ihr sehen könnt, habe ich links und rechts immer mal wieder Stummel stehen lassen, aus denen dann die neuen Triebe austreiben. Und jetzt geht's an den Schnitt der blauen Traube. Und auch hier fangen wir wieder ganz unten an. Wir haben festgestellt, dass die Trauben, die hier unten wachsen, meistens schnell faulen und deswegen kommt das hier wieder ab. Es wird natürlich auch im neuen Jahr hier irgendwo wieder austreiben, aber das müssen wir dann im Frühling ausbrechen. Und dann kommt hier sehr lange nichts. Und da oben geht es dann wirklich weiter. Hier haben wir einen Seitentrieb, hier haben wir einen Seitentrieb. Wir orientieren die Pflanze generell ein bisschen mehr nach dahin, weil dort mehr Platz ist. Aber auch hier werde ich wieder auf 4 Augen zurückschneiden. Das ist eine 4-fruchtende Traube, bei der muss man ein bisschen anders schneiden. 1, 2, 3, 4 und da kann es abgeschnitten werden. Hier lohnt es sich auch bei so einer Traube, die Seitentriebe dran zu lassen. Das werde ich hier in diesem Fall auch mal versuchen. Den schneide ich auf 2 Augen zurück und den hier ab, um zu schauen, ob das einen Unterschied macht oder nicht. Da müsst ihr mit eurem Wein ein bisschen experimentieren. Das ist von Wein zu Wein unterschiedlich. Bei diesem Ast hier lasse ich auch den Seitentrieb stehen und schaue, wie sich das hier im nächsten Jahr entwickelt. Hier oben allerdings haben wir tatsächlich in 2 Richtungen einen Austrieb. Einmal hier oben einen sehr kräftigen Trieb, den ich gerne fördern möchte, weil er weit genug weg von der letzten Etage ist. Und einmal diesen Austrieb hier, den ich auch fördern möchte. Das heißt, alles andere kommt weg. Und bei dem hier lasse ich ebenfalls die kräftigen Seitentriebe stehen, sodass wir im nächsten Jahr schauen können, ob sich daraus etwas Neues entwickelt. Aber die werden natürlich trotzdem zurückgekürzt. Bei dem hier seht ihr schon, das ist das vorletzte Jahr, das ist das letzte Jahr und das ist dieses Jahr gewesen. 2020, 2021, 2022. Und diesen Trieb werde ich trotzdem auf 4 Augen zurückschneiden. Aber ich zähle halt von hier ab. 1, 2, 3, 4. Und eine lasse ich zur Sicherheit dran. Und wir schauen, wie sich das im nächsten Jahr entwickeln wird. Und damit ist auch der Schnitt der blauen Traube abgeschlossen. So sieht das Endergebnis jetzt aus. Und wir gehen jetzt rüber zu dem anderen Wein. Und ihr seht schon, hier herrscht kreatives Chaos. Denn alles, was ich im Frühjahr und im Sommer gemacht habe, war, die ganzen Reben gerade zu binden. Alle schnurgerade, waagerecht.
Trotzdem muss dieser Wust jetzt natürlich bereinigt werden. Und da machen wir uns jetzt dran. Los geht's. Ich habe alles mit diesen Klettbändern hier befestigt. Die lassen sich super leicht dran machen und super leicht wieder abmachen. Die Dinger kann ich wirklich nur sehr empfehlen, falls ihr die irgendwo findet. Ich muss mal gucken, ob ich einen Link finde, den ich euch dafür in die Beschreibung packen kann. Wir fangen ganz links an und zwar wie immer ganz unten. Da hatte ich im letzten Jahr allerdings nur hier oben einen Trieb stehen lassen. Hier ist einer rausgekommen, hier ist einer rausgekommen und das war der andere, den ich hatte stehen lassen, gemeinsam mit dem ganz hier oben. Und jetzt werde ich das mal versuchen, Weinbergschnittgerecht aufzubereiten. Da haben sich zwei gebildet. Wir werden den oberen wegnehmen. Der bleibt dran. Und da habe ich zwei, die habe ich hochgeführt. An denen sind die Trauben gewachsen. Hat super geklappt. So wird es natürlich normalerweise im Weinberg gemacht, dass man die hochführt. Das nennt sich Heften. Und dann werden hier dran die Trauben wachsen und können einfach geerntet werden. Das sind jetzt allerdings die Triebe aus dem letzten Jahr, die uns nichts mehr bringen. Hier hätte eigentlich ein Neutrieb rauswachsen müssen. Das ist aber nicht passiert. Stattdessen haben wir hier drüben einen Neutrieb bekommen, der uns allerdings nichts bringt, weil er in die falsche Richtung wächst. Dasselbe Problem ist auch hier. Auch hier ist ein Neutrieb entstanden, der in die falsche Richtung wächst. Denn in dieser Richtung sind die anderen Weinreben. Und die würden sich sonst behakeln. Das heißt, in dem Falle nehme ich diesen Trieb hier, schneide hier alles ab und biege ihn runter zu einer sogenannten Bogrebe. Den werde ich dann hier festbinden und aus dem werden dann die neuen Triebe kommen fürs nächste Jahr. Dafür nehme ich aber Draht und nicht das Klettband, weil hier wirklich sehr viel Spannung drauf liegt. Und ihr seht, jetzt ist die Rebe wieder sehr gerade und hier können wieder Triebe nach oben gebunden werden im neuen Jahr. Noch ist sie ein bisschen lang, deswegen kürze ich sie noch ein und dann schauen wir, was im nächsten Jahr passiert. Diese Triebe, die hier zur Seite gewachsen sind, möchte ich gar nicht haben. Der hier ist wirklich sehr kräftig. Den würde ich ausnahmsweise gerne mal stehen lassen, einfach weil hier noch ein bisschen Platz ist. Wir haben extra dafür da oben einen Heftdraht gezogen, an den wir dann im nächsten Jahr von den hohen Trieben die Austriebe anheften können. Von diesem Trieb hier habe ich leider nur diesen einen Trieb hier, der dicht am Stamm ist. Den könnte ich natürlich nach unten biegen und das werde ich auch machen müssen, sonst bleibt mir nichts anderes übrig. Die sind zu weit außen und zu weit nach oben gewachsen. Von diesem Trieb hier haben wir einen waagerechten, der hier rausgewachsen ist und das ist natürlich super. Das heißt, ich kann den Alttrieb einfach rausnehmen. Ich werde jetzt diese Rebe noch festbinden und euch dann zeigen, was ich damit gemacht habe. Den ersten Trieb, der nach links geht, habe ich waagerecht gebogen. Den habe ich ausnahmsweise stehen lassen, weil hier oben ein Heftdraht angebracht ist. Und hier gehen noch zwei Triebe nach links und einer, der nach oben geht, den habe ich stehen lassen, damit sich die Pflanze im nächsten Jahr noch nach oben hin entwickeln kann. Dafür reicht aber die unterste Knospe und deswegen schneide ich den noch ab. Eigentlich, wenn man richtig nach Weinbergschnitt schneiden müsste, müsste man die oberste Etage noch abmachen. Das heißt, man hätte jetzt von dieser Rebe nur diesen hier unten und nur diese Rebe hier. Der hier wäre auch wahrscheinlich weg. Vielleicht, wenn man genug Platz hat, dürfte man den sogar stehen lassen. Aber das wäre der richtige Weinbergschnitt, den ich aber hier im Garten nicht mache, weil unsere Reben einfach viel zu dicht dafür stehen. Kommen wir nun zur zweiten Rebe. Auch hier haben wir wieder die Erfahrung gemacht, dass die ganz unten meistens einfach nur faulen. Deswegen werde ich den hier wegnehmen. Bei dem hier sind tatsächlich zwei Triebe gewachsen, der vom Vorjahr und ein neuer. Aber der ist mir ein bisschen zu verkrüppelt. Deswegen werde ich den auch rausnehmen und hoffen, dass sich im neuen Jahr ein neuer bildet und werde dieses Jahr nur diesen hier stehen lassen. Und diesen werde ich noch zurückkürzen. Im oberen Drittel haben wir jetzt drei schöne Triebe, und zwar diesen, diesen und diesen. Der hier ist allerdings ein bisschen zu verbogen, deswegen werde ich den rausnehmen und werde diese beiden hier stehen lassen. Ich weiß, das ist viel zu wenig Abstand zwischen den beiden, aber hier hat sich leider kein weiterer Weintrieb entwickelt und deswegen bleibt uns nichts anderes übrig. Und damit hat auch die zweite Rebe nur noch 3 stabile Triebe fürs nächste Jahr.
Kommen wir jetzt zur dritten Rebe. Der erste Austrieb ist hier. Hier ist noch einer und gleichzeitig auch einer in die andere Richtung. Und weil es auch wichtig ist, auf ausreichend Abstand zu achten, möchte ich diesen und diesen Trieb stehen lassen und den hier komplett rausnehmen. Denn auf dieser Seite haben wir ja den Trieb zur linken Seite. Ich versuche natürlich trotzdem einen Trieb nach oben zu führen, damit die Rebe sich in die Höhe entwickeln kann. Wir haben jetzt zwar hier oben noch diesen und diesen Trieb, die sich hier zur Seite entwickelt haben, aber wie man sieht, lagern die sich sehr stark nach hinten weg. Deswegen werde ich die auch wegnehmen. Das heißt, wir haben jetzt für die dritte Rebe hier, hier und hier einen Austrieb und einen nach oben, damit die Rebe nach oben weiter wachsen kann. Kommen wir nun zur vierten Rebe. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir im letzten Jahr diesen Trieb hier komplett abgeschnitten haben, weil hier 2 Triebe nach oben gingen und sich Konkurrenz geboten haben. Und da es hier immer wieder viel zu trocken ist im Sommer, braucht die Pflanze jeden Tropfen Wasser, den sie kriegen kann und will natürlich immer nur so wenig Triebe wie möglich versorgen müssen. Wir kontrollieren auch in jedem Jahr nach, ob die Drähte, mit denen wir sie angebunden haben, locker genug sitzen, damit nicht die Wasserleitungen abgeklemmt werden. Diese vierte Rebe hat hier einen sehr kleinen Austrieb, der nach hinten geht. Deswegen hoffen wir einfach auf das neue Jahr. Dafür sieht es im oberen Bereich umso besser aus. Hier ist ein Austrieb, hier ist ein Austrieb, hier ist ein Austrieb, hier und hier und hier. Den schneide ich auf 2 Augen zurück. Der hier kommt weg. Der hier sieht ein bisschen mickrig aus. Da hoffe ich auch auf das neue Jahr. Und dann haben wir noch diese und diese. Und diese Seite hier würde ich schon gerne lassen, auch wenn hier direkte Konkurrenz ist, weil es halt der einzige Austrieb in diese Richtung ist. Aber ich hoffe natürlich auch, dass hier unten irgendwann mal was rauskommt. Und wenn wir sie aneinander binden, können sie sich sogar noch selber gegenseitig stabilisieren, weil sie auf genau der gleichen Höhe sind. Und deswegen werde ich den diesmal auch lassen. Dieser Trieb hier ist der erste auf der Höhe. Den lasse ich sicherheitshalber dran, weil ich nicht weiß, was der Frost noch bringt. Und wir haben hier einen Austrieb, hier einen Austrieb, hier einen Austrieb und hier einen Austrieb. Weil es die kräftigste Rebe ist, lasse ich hier 4 Triebe stehen. Und damit kommen wir zur allerletzten Rebe in diesem Jahr. Dieser Trieb hier unten ist auf genau der richtigen Höhe und dieser Trieb hier auf der Gegenseite ebenfalls. Und die haben auch genug Abstand nach oben, das heißt, ich werde beide behalten. Das eine ist der vom Vorjahr, an dem eine hochgewachsen ist, und das andere ist der Neutrieb aus diesem Jahr. Das heißt, ich schneide die vom Vorjahr raus. Ganz vorsichtig, um den anderen nicht zu verletzen. 1, 2, 3, 4. Danach kommt erstmal eine ganze Weile nichts und das ist richtig gut. Was jetzt gerade nach richtig viel Arbeit aussieht, ist eigentlich ganz einfach. Denn wir lassen nur die Neutriebe dran. Das hier und das hier ist eine Etage und das hier oben ist unsere nächste. Und als Neutriebe lassen wir den und den stehen. Alles andere kommt weg. Und auch diese beiden Triebe werde ich auf 4 Augen zurückschneiden. Und damit haben wir bei dieser kräftigen Rebe genau 3 Etagen. Und damit verabschiede ich mich von euch an diesem warmen Neujahrstag. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch oder lasst einen netten Kommentar da. Und wenn ihr noch mehr von diesen Videos sehen wollt, dann drückt den Abo-Knopf und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ciao!